Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Jura aus Irkutsk begrüßt euch ganz herzlich. In diesem Video lade ich euch wieder gerne ein, mit mir einen Spaziergang auf der Leninstraße zu machen, in der Stadt Irkutsk, wo ich momentan lebe. Auf meinem Kanal gibt es schon viele Videos von der Stadt. Wenn ihr auf meinem Kanal zum ersten Mal unterwegs seid, dann bitte ich euch, die anderen Videos von Irkutsk anzuschauen. Zu finden sind sie in der Playliste Irkutsk. Außerdem gibt es bei mir auf dem Kanal viele Videos vom Baikalsee. Zu finden sind diese Videos in der Playliste Baikalsee. Heute, am letzten Tag des Monats Februar, laufen wir zusammen auf der Leninstraße. Das ist eine der wichtigsten Straßen in der Stadt. Die zweite große Straße heißt Karl-Marx-Straße. Und die beiden liegen in der Mitte von Irkutsk und sind unter den Touristen sehr beliebt. Und wenn ihr irgendwann nach Irkutsk anreist, dann geht ihr bestimmt durch die beiden Straßen spazieren. Und in diesem Video könnt ihr jetzt die Leninstraße kennenlernen. Mein Bummel beginnt vom Touristenviertel, wo das fabelhafte Tier steht. Das ist das Wahrzeichen nicht nur der Stadt Irkutsk, sondern auch der Region. Und weiter laufe ich in Richtung Karl-Marx-Straße. An der Kreuzung steht das Lenin-Denkmal. In diesem Video laufen wir nicht nur an dem Lenin-Denkmal vorbei, sondern auch noch an einem Denkmal gewidmet den zwei Helikopterherstellern namens Mil und Kamov. Die beiden stammen aus Irkutsk. Deswegen kann man in der Stadt ein Denkmal für die beiden sehen. Der Spaziergang von heute endet in diesem Video bei dem gelben Gebäude. Das war früher die Universität für Fremdsprachen, wo ich Deutsch und Englisch studiert habe. Jetzt heißt diese Universität anders. Das ist jetzt keine Universität mehr, ehrlich gesagt, sondern nur eine Fakultät der Staatlichen Universität Irkutsk. Aber dort werden auch Fremdsprachen unterrichtet, aber nicht so gezielt wie früher, als ich dort Student war. Der Winter neigt sich allmählich dem Ende zu, auch in Sibirien, aber die Temperaturen schwanken bei uns immer noch sehr stark. In der Nacht ist es immer noch bei minus 20 Grad Celsius und tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist es draußen von minus 10 bis minus 8. Aber ich hoffe, im März muss es wieder wärmer werden und dann haben wir keine kalten Temperaturen in der Nacht. Und der Schnee taut allmählich, aber nicht so schnell, aber trotzdem sind schon die ersten Spuren des kommenden Frühlings zu sehen und zu spüren. Die Vögel zwitschern schon draußen sehr laut und das ist auch ein sehr gutes Zeichen davon, dass der Frühling schon am Kommen ist. Ich bin gespannt und warte mit Ungeduld auf den Frühling, dann haben wir draußen wärmere Temperaturen und mehr Sonne und wie bekannt sorgt die Sonne immer für gute Laune. Also, liebe Freunde, ich bitte euch, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, dann könnt ihr sehen, wie die Stadt, wie das Zentrum von Irkutsk aussieht. Dann könnt ihr auch sehen, wie die Russen angezogen sind, was sie tragen. Ja, draußen war heute minus 10 Grad. Bei Sonne ist es angenehm, draußen zu bleiben, auch wenn es ein bisschen kühl zieht. Nach dem Monat März kommt dann noch der Monat April und wie bekannt, April, der weiß nicht, was er will. Im April haben wir auch sehr viele Schwankungen. Ein Schneefall ist auch im April nicht auszuschließen, auch wenn ein kurzer, aber trotzdem. Mal schauen. Erst ab Mitte April kann man mit Sicherheit sagen, dass das Wetter schon so warm ist und kein Schnee mehr kommt. Vor einigen Tagen habe ich in die Runde eine Frage gestellt auf meinem YouTube-Kanal und dann kamen sehr viele Antworten. Die Frage lautete, was bedeutet für Deutschland, wenn Merz der neue Bundeskanzler von Deutschland sein wird? Und dann gab es sehr viele Antworten. Ich bedanke mich bei allen, die die Zeit gefunden haben, meine Frage zu beantworten. Jetzt möchte ich diese Antworten vorlesen, ohne Namenangabe natürlich, aber finde die Antworten trotzdem sehr interessant. Wahrscheinlich findet ihr auch ein Interesse an diesen Antworten. Dann könnt ihr sehen und hören, was die anderen Deutschen von Merz denken und halten. Also bleibt bitte dran. Merz hat jetzt maximal ein Jahr Zeit, um wirksame Antworten auf die drängenden Fragen Migration und Wirtschaft zu finden. Findet er sie nicht, gibt es Neuwahlen und Aufstände. Der Wortbruch ist ja zum Greifen.
In Bezug auf die Ukraine wird er sich in den internationalen Tenor einfinden müssen und keine Sonderrolle spielen. Die zweite Antwort war: Ich denke, er ist gut für die Wirtschaft. Noch ein Kommentar: Es bedeutet weder so wie gehabt oder sogar noch schlimmer. Noch ein Kommentar: Ich persönlich habe Angst, dass er die Taurus-Raketen in die Ukraine schickt. Diese Politiker sind sowas von Kriegslüstern. Ich verstehe das nicht. Wie kann man sich Krieg wünschen? Noch eine Antwort: Merz sagt heute so und morgen so, vor der Wahl Grenze schließen und nach der Wahl genau das Gegenteil. Dieser Typ ist eine Zumutung für uns und vor allem für Deutschland. Das ganze Brandmauergetue ist lächerlich. Merz ist für Taurus heute, dagegen morgen, ja, je nachdem es ihm nützt, Bundeskanzler zu werden. Es ist ein Jammer, dass nach der unsäglichen Merkel nur noch Witzfiguren Bundeskanzler wurden. Gott schütze unser Land vor diesen Pippi-Langstrumpf-Leuten. Und noch eine Antwort finde ich auch interessant. Er wird es verschlimmern. Ich vertraue ihm nicht. Es gab auch einen kritischen Kommentar, den ich jetzt vorlesen möchte. Viel entscheidender ist die USA. Trump ist der amerikanische Hitler. Sibirien wird ganz sicher amerikanische Kolonie. Der Krieg dauert keine Woche, dann ist die russische Armee zerschlagen. Vielleicht geht es sogar viel schneller. Die Experten im Kreml hätten den Krieg nicht beginnen dürfen. Die bringen sich im Westen in Sicherheit und das russische Volk wird wie immer bluten. Und noch die letzte Antwort von heute möchte ich jetzt vorlesen. Nichts Gutes, er ist ein Transatlantiker. Man kann nur hoffen, dass Trump ihn in die richtige Spur bringt und dass der Koalitionspartner Merz Grenzen setzt. Er war vor ein paar Jahren Vorsitzender der Atlantikbrücke, ist Bilderberger Teilnehmer und war bei BlackRock angestellt. Keine guten Voraussetzungen für eine vernünftige Außenpolitik. Das war's von mir für heute, liebe Freunde. Das waren die Antworten einiger Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Danke für das Mitmachen. Jetzt kann ich aus diesen Antworten die Schlussfolgerung ziehen, dass viele Deutsche mit Merz unzufrieden sind und wünschten sich einen anderen Ausgang bei den Wahlen. Aber wir haben das, was wir haben und wir einfache Menschen können das leider nicht ändern. Wenn die Menschen etwas entscheiden würden, dann würden sie nie an die Wahlen zugelassen. Ja, so ist meine Meinung. Und wichtig ist nicht, wie gestimmt wird, sondern wie gezählt wird. Und es gibt auch einen Verdacht, dass die Bundestagswahlen in Deutschland auch gefälscht wurden. Das muss man auch nicht ausschließen. Ja, so ist die Lage der Dinge für heute, liebe Freunde. Ich bitte euch, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich findet ihr ein Interesse an der Stadt Irkutsk und bei Gelegenheit lade ich euch gerne nach Sibirien ein. Wir sehen uns bald in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.